Lange Zeit mussten wir Künstler die unethischen Handlungen der AI-Companies schlichtweg über uns ergehen lassen. Jetzt aber scheint ein erstes, ja wirklich ernstzunehmendes Gegengift zu existieren, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem wir AI den Kampf ansagen können, nämlich Nightshade. Hier aber noch ein kurzer Hinweis. Solltest du noch gar keine Ahnung zu dem ganzen Thema haben, ja, also was KI-Kunst AI-Art ist, warum du von Bildgeneratoren wie unter anderem Midjourney, Stable Diffusion und so weiter aktuell unbedingt die Finger lassen solltest, weil diese Generatoren absolut unethisch erstellt wurden, dazu erfährst du in diesem Video mehr. Dazu habe ich bereits schon mal ein Video erstellt. Schau da unbedingt einmal rein, solltest du dich damit noch nicht auskennen. Es ist unglaublich wichtig, dass du bei diesem Thema wirklich die Hintergrundinformationen kennst. Aber das soweit dazu. Jetzt erstmal zurück zum Video. Also, was genau ist denn Nightshade? Nightshade ist in erster Linie ein kostenloses Programm, Software, wie du hier sehen kannst, mit diesem kleinen Skull und dem grünen Tropfen als Symbol, so ein Giftsymbol sozusagen, was von der University of Chicago entwickelt wurde. Hier ist die offizielle Webseite einmal zu dem Tool und da siehst du unter anderem auch die Entwickler. Alles sehr hohe Posten hier. Professor Ben Sao, der Lead, nicht Artist, der Lead Programmer nehme ich mal an in dem Fall und die anderen im Team. Diese Leute haben das Programm entwickelt in den USA und sie schreiben selbst Nightshade, hier in diesem Absatz Transform Images, also Nightshade transformiert Bilder in Giftproben sozusagen für die KI, sodass Modelle die Daten zum Training nutzen, die sie nicht nutzen sollten, für die sie keine Erlaubnis haben, weil sie keine Rechte daran haben, dass diese falsches Verhalten lernen, das AI-Vergiftungssystem sozusagen. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Im Prinzip erzeugt Nightshade winzige, für uns kaum wahrnehmbare Artefakte auf Bildern. Je nach Art von dem Bild und den Einstellungen kann das natürlich unterschiedlich stark ausfallen, aber in der Regel sind die jetzt erstmal nicht so stark. Für uns eben, für die KI im Gegensatz, wirkt das Bild dann komplett anders. Als wäre es ein komplett anderes Bild, so zum Beispiel als hätte ich ein Porträt trainiert, das hätte ich durch das Programm laufen lassen und für die KI erscheint es dann aber plötzlich als Banane zum Beispiel. Das nur der ganz grobe Überblick, wie genau das funktioniert. Die mathematischen, technischen Grundlagen dahinter, das übersteigt definitiv meine Kompetenzen. Da kannst du dich gerne in das Paper reinlesen, wenn du möchtest. Das möchte ich an dieser Stelle nicht vertiefen, darum geht es aber auch nicht. Es geht vielmehr um die Resultate, die damit eben möglich sind. Und dazu schauen wir einmal in das Paper rein. Habe ich hier schon mal geöffnet, also dieses Paper, die Studie Prompt-Specific Poisoning Attacks on Text-to-Image Generative Models, hat nämlich hier eine Beispiel geliefert, was damit möglich ist. Wenn ich da mal runterscroll, genau hierhin, haben wir mal ein sehr gutes Beispiel. Ähnlich wie ich es vorhin meinte mit Porträt und Banane, wurde das hier einmal durchexerziert, wie es ist, wenn wir zum Beispiel sagen, dass ein AI-Artist hier ein Auto generiert haben möchte, aber wenn wir eben damit mit Nightshade genügend Bilder einspeisen, die eben auch auf Auto trainiert wurden, obwohl sie etwas anderes zeigen, dann kommt es relativ schnell schon hier zum Beispiel bei 50, im Prinzip geschadeten Bildern zu Abnormalitäten. Das hier kannst du nicht wirklich mehr als Auto bezeichnen. Es hat noch so ein bisschen Ähnlichkeit, man sieht hier einen Reifen und so weiter, aber es ist eigentlich schon komplett unbrauchbar, das Bild, im Gegensatz zu dem normalen KI-generierten Bild. Und wenn wir dann noch weitergehen, in diesem Beispiel wurde es jetzt auf Kuh trainiert, Auto, und dann sehen wir eben auch, kommt etwas komplett anderes bis hin zu fast einer tatsächlichen Kuh heraus. Also das funktioniert dann in dem Fall gar nicht mehr. Und so ähnlich sieht es dann auch bei all den anderen Beispielen aus, auch bei Stilen. Kubismus hin zu Anime,
Fantasy Art wird dann Pointillismus und so weiter. Also zumindest jetzt, was das Paper anbelangt, diese Beispiele, sieht es sehr, sehr vielversprechend aus. Wichtiger Hinweis, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn diese Bilder, die du da mit dem Programm shadest, ja, die dann im Prinzip für die KI verzerrt werden, wenn du diese hochlädst und diese dann auch von dem Modell zum neuen Training verwendet werden, ja, also dann wieder unberechtigt sozusagen aus dem Internet geladen werden, ja, was ja nicht der Fall sein sollte, und die dann eingespeist werden. Nur dann kann das natürlich funktionieren. Das noch als wichtiger Hinweis. Aber insgesamt siehst du, der Output der Modelle wird eben immer schlechter, je mehr geschadete Bilder gescraped werden, ja, und eben trainiert werden von dem Modell. Das also soweit zur Funktionsweise dieses Nightshade-Programms. Jetzt noch kurz eine Erklärung dazu, wofür das Ganze. Ja, weil ich glaube nicht, dass es KI-Generatoren zerstört damit, das ist auch nicht der Ansatz, sondern es geht vielmehr darum, die AI-Companies darauf aufmerksam zu machen, davon abzubringen, dass sie ihre Modelle auf Basis von geklauten, ja, urheberrechtlich geschützten Daten trainieren, dass sie das nicht mehr tun, ja, weil dann der Aufwand, das zu korrigieren, eventuell zu groß wird oder sie einfach davon die Finger lassen und eben vielleicht eher dann, das wäre der Idealfall, wirklich dahin gehen und eben die Urheber um Erlaubnis bitten, ja, wie es ja eigentlich auch der Fall sein sollte, und eben, wie es normal ist in allen anderen Branchen, Lizenzen bezahlen, ja, dass sie Daten nutzen dürfen. Das ist das Ganze, was dieses Programm anstrebt, was die Entwickler anstreben, was wir als Künstler anstreben. Ja, es geht nicht darum, die Entwicklung, die Zukunft aufzuhalten, weil das, sind wir ehrlich, das wird weiterhin existieren in irgendeiner Art und Weise oder Form, aber wir wollen es einfach so entwickelt haben, so entwickeln, dass es ethisch entwickelt ist, ja, dass nicht irgendjemand über den Tisch gezogen wird, dass nicht irgendjemand ausgebeutet wird, was aber aktuell leider der Fall ist. Und ja, natürlich gibt es auch die rechtliche Seite, wie dass Gesetze erlassen werden, wie es jetzt auch schon zum Glück der Fall ist. In Europa gerade haben wir ja den AI Act seit kurzem, den European AI Act, der im Prinzip festlegt, dass ab 2025 die Trainingsdaten, unter anderem, es gibt noch mehr Sachen, die dann dazu spielen, aber unter anderem müssen eben die Trainingsdaten von KI-Modellen offengelegt werden und es dürfen eben nicht urheberrechtlich geschützte Werke da enthalten sein. Ja, und das macht ja schon viele dieser Generatoren eigentlich illegal. Gucken wir mal, ob sie dann nicht doch wieder irgendwelche Schlupflöcher finden, die Companies. Ja, und genau das ist es eben. Gesetz ist halt so eine Sache, viele finden dann eben doch Schlupflöcher und vor allen Dingen der Zeithorizont ist dafür halt relativ lang. Wer weiß, was bis dahin ist. Ja, also es ist besser, jetzt zu handeln und dann eben auch selbst zu handeln, als sich auf irgendwelche Gesetze zu verlassen, beziehungsweise selbst eben dazu beizutragen, dass wir in eine ethische Zukunft gehen und nicht einfach nur zu hoffen, dass es so wird. Also insgesamt finde ich es gut, dass dieses Tool jetzt wirklich mal in die Offensive geht, dass wir nicht einfach nur die ganze Zeit das Ganze still beobachten müssen, sondern dass wir jetzt auch tatsächlich als Künstler mal aktiv werden können. Deswegen habe ich das Ganze jetzt einmal auch länger schon ein paar Wochen ausprobiert und möchte dir nun zeigen, wie du auch selbst das Ganze nutzen kannst. Also zunächst einmal, wie beschrieben, ist Nightshade ein Programm, was du runterladen und installieren musst. Das Ganze kannst du auf der offiziellen Webseite, ich habe es dir auch nochmal den Link in die Beschreibung gepackt, ja, nightshade.cs.uchicago.edu, ist ein bisschen komplexer Link, deswegen schau da mal in die Beschreibung. Darunter findest du das unter Download, ja, geh da einfach mal hin und dann, wenn du ein bisschen runter scrollst, siehst du hier auch schon verschiedene Links. Das Ganze ist sowohl für Windows als auch für macOS verfügbar. Ich nutze es für macOS und da ist Gott sei Dank mittlerweile auch hier eine neue Version verfügbar, die auch die neuen Apple Silicon Chips verwendet, sprich wenn du einen M1, M2 und so weiter Prozessor besitzt, dann kannst du das Ganze dann auch endlich mit der
GPU, ja, deiner Grafikkarte rendern, was deutlich schneller geht. Mit der CPU hat es relativ lange gedauert, ja, bevor die Version rauskam, dachte ich schon, ja, das wird jetzt nicht so gut funktionieren. Deswegen habe ich es erstmal gelassen und dadurch, dass es jetzt die neue Version rauskam, ja, jetzt kann ich es auch wirklich vertreten und konnte ich es auch tatsächlich auch intensiv testen. Das als kurze Info, warum auch überhaupt jetzt erst das Video kommt, weil ich das bis dato schlichtweg nicht in dem Umfang testen konnte. Aber jetzt ist es soweit, jetzt kannst du das Ganze auch auf Mac Silicon nutzen. Okay, jedenfalls lädst du das Ganze dann hier einfach herunter, je nach deinem Betriebssystem, Windows oder Mac, erhältst dann eine Installationsdatei, die du wie üblich installierst. Und dann sollte das Ganze in deinem Programmordner sein, wo du es auch darüber oder über die Suche öffnen kannst. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt zeige ich dir einmal, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Und zwar, das erste, was du machen musst, ist hier links oben einmal ein Bild auszuwählen. Ja, ist aktuell nur in Englisch verfügbar, sollte aber eigentlich kein Problem sein. Unter Select, ja, auswählen. Da musst du natürlich erstmal ein Bild definieren, was du shaden möchtest, was quasi vergiftet werden soll, abgeändert werden soll. Und da gehe ich mal auf ein Bild, was ich kürzlich erstellt habe, was sich dafür auch gut eignet. Und zwar habe ich hier nämlich ein neues Profilbild erstellt für meine Künstlerseiten und gerade sowas bietet sich natürlich extrem an, ja, weil ich das natürlich oft verwenden werde. Profilbild, ja, auf allen meinen Social-Media-Kanälen. Das wird also sehr oft online sein, sehr präsent sein und damit ja ein gefundenes Fressen im Prinzip für KI, die das dann abcrawlen und einspeisen in ihre Modelle sehr wahrscheinlich. Deswegen habe ich das auch schon mal, wie du siehst, hier mit einem Ordner einmal durchexerziert. Ich werde es aber hier noch einmal machen. Klick da auf Open. Und da ist dann auch hier schon das Ganze geändert. Selected One Images. Du kannst auch mehr machen. Ich glaube, aktuell gibt es so eine Höchstgrenze von 4 bis 5 Bildern. 5 Bilder war es, glaube ich. Ich mache jetzt erstmal nur das eine als Beispiel. Ja, das wäre schon der erste Schritt. Dann guckst du, gehst einfach der Reihe nach. Zweitens, definiere die Nightshade-Einstellungen. Und zwar einmal die Intensität. Ja, wie stark soll das Ganze bearbeitet werden? Und gerade dadurch, dass es ein relativ minimalistisches Bild ist, sage ich mal. Ja, es hat einen sehr einfachen Hintergrund, es ist einfach nur weiße Farbe und dann relativ stark abgegrenzte Farbflächen wie hier in den Haaren. Das ist relativ stilisiert. Ist das Ganze gar nicht mal so einfach zu shaden. Also das ist schon eher ein schweres Beispiel, weshalb ich auch das Ganze eher auf dieser niedrigen Einstellungen lasse. Wenn ich das höher einstellen würde, würde man das zu stark sehen und das möchte ich bei dem Profilbild nicht. Also da kannst du theoretisch auch noch mal gucken. Ich würde es dir empfehlen, eher auf High Default zu gehen, wenn du mehr eine Fotografie hast, ja, mit sehr, sehr vielen Details und nicht so minimalistischen Hintergründen oder auch generell minimalistischen Farbflächen. Da wirst du das eher sehen. Das als kurzer Hinweis. Ja, und dann noch die zweite Einstellung, die du anpassen kannst, ist hier die Renderqualität. Sprich, du kannst hier entscheiden, ob du das Ganze kürzer oder länger rendern willst und das eben bezogen, egal auf welche Intensität, wird es hier die Vergiftung, sage ich mal, von die den Shading-Prozess erhöhen. Ja, auch wenn du vielleicht nur wenig Artefakte dann siehst, kannst du das hier erhöhen. Natürlich siehst du hier schon 180 Minuten würde das Ganze dann dauern. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Wir bleiben mal bei Faster. Es kann natürlich sein, wenn du das sehr, sehr niedrig eingestellt hast, dass diese Vergiftung nicht so gut wirkt. Ja, das kann natürlich sein. Deswegen ist es schon ratsam, hier eher auf Medium oder Slower zu gehen. Aber wir testen das Ganze jetzt erstmal auf Faster, weil selbst das sollte funktionieren, die Vergiftung. Ja, wenn auch nicht so stark wie der Rest. Und einfach, dass du auch mal siehst, wie schnell das Ganze insgesamt geht. Ja, und dann hier noch drittens Output. Da legst du fest, wo du das Ganze speichern willst. Ich habe gerade nichts auf dem Desktop, aber genau da will ich das auch erstmal speichern, dass es dann auch hier angezeigt wird direkt. Das wähle ich aus. Und das Letzte, was du dann noch machen musst,
Oder was ich dir empfehlen würde, denn standardmäßig wird es, wie du hier siehst, schon erfasst automatisch, aber ich würde immer noch mal gucken, ob man das nicht anpassen kann. Und zwar musst du hier noch einen Tag generieren, ja, wie das, was wir vor uns hatten, dass wenn ein AI-Artist eingibt, dass er ein Auto generiert haben möchte, dass dann eher eine Kuh erscheint zum Beispiel. Und hier geht es eben darum, dass du auch einen Tag nutzt, der hauptsächlich dein Motiv repräsentiert. Ja? Und du hast ja, ich gehe nochmal hier zurück, bei meinem Profil hast du ja gesehen, das Profilbild, eine Frau, also es ist ein Selbstporträt und das passt eigentlich hier schon ganz gut. Woman könnte man nehmen oder eben Porträt, das würde ich machen. Was ich hier nicht nehmen würde, das ist wichtig, als Begriff wäre Rose. Also du kannst nur im Prinzip einen Begriff je Bild shaden, darauf das Ganze verzerren lassen im Prinzip und das solltest du immer den Fokuspunkt nehmen. Ja, auch wenn die Rosen hier mit dabei sind, sind sie nicht der Fokus des Bildes oder genauso diese Ornamente würde ich auch nicht Ornament jetzt eingeben, ne? Und denk dran, in Englisch das Ganze zu schreiben, sondern eben Woman oder Porträt. Ich würde das Ganze jetzt tatsächlich auf Woman belassen. Ja, ist eigentlich ein ganz gutes Ding. Das oder Porträt. Aber eben bitte nicht Rose oder dergleichen. Ne? Das und dann hast du eigentlich auch schon alles eingestellt und dann können wir hier auf Run Nightshade klicken. So, dann wird hier das Image gecraftet, wie du hier siehst. 1 von 1, hättest du jetzt mehr ausgewählt, würde das auch entsprechend hier angezeigt werden. Ja, und der erste Schritt ist dann erstmal, dass das Bild analysiert wird, bevor der eigentliche Shading-Prozess beginnt. Hier steht jetzt 3 Minuten. In der Regel geht es hier gerade bei der Faster-Einstellung ein bisschen schneller. Siehst du hier, jetzt ist es schon gewechselt auf Shading. Jetzt wird hier angezeigt 1 Minute 20. Also das ist wirklich vertretbar, finde ich, und geht deutlich schneller. Also wie gesagt, ich hatte das ja mit CPU schon ausgetestet und da hat es einfach 2 Stunden gedauert mitunter pro Bild und das war halt dann nicht effektiv für die Masse an Bildern, die ich dann auch shaden wollte. Aber ich denke, das ist vertretbar, dass man da mal 1 Minute wartet, bevor man ein Bild online postet oder lass es auch 5 Minuten sein. Ich habe einen relativ guten Rechner, eine gute GPU mit Apple Silicon M1 Max. Genau, ja, also wenn du das nicht hast, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber ich würde sagen, alles, was so bis 10 Minuten geht, Maximum, ist okay. Ne? Also das einfach mal nebenbei rendern lassen. Oft ist es sowieso besser, erstmal das Bild ruhen zu lassen, bevor man es irgendwo postet. Dann sieht man eh noch ein paar Sachen, die man vielleicht noch verbessern könnte. Ja, also voll fein. So, und jetzt ist es auch gleich fertig. Den Rest, den warte ich mal jetzt noch kurz und spring dann über. So, da war es jetzt auch schon fertig. Hier steht jetzt Nightshade Successful. Es war erfolgreich. Ja, am Ende guckt Nightshade auch das Programm selber auch immer noch mal drüber, ob die Vergiftung sozusagen erfolgreich war. Und das war es jetzt in dem Fall. Und das geschadete Bild wurde im Output-Folder gespeichert, in unserem Fall jetzt hier auf dem Desktop. Und da steht auch direkt noch hier, lese die Textdatei, die dazu erstellt wurde, um das Bild dann zu posten. Das kommt tatsächlich bei jedem Bild. Ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn das nur einmal am Anfang kommt. Es muss es uns nämlich immer wieder löschen. Aber ist okay, es gibt nämlich noch weitere wichtige Instruktionen dazu. Schauen wir uns gleich an. Erst einmal zum Resultat. So, das habe ich jetzt einmal geöffnet. Hier rechts und links ist das Original. Und wie du schon sehen kannst, hat es leichte Artefakte. Ja, gerade wenn wir mal ein bisschen reinzoomen. Hier im Gesicht vor allen Dingen sehe ich ein bisschen Artefakte da. Aber ansonsten ist das eigentlich super vertretbar und glaube ich auf der weißen Fläche genau hier siehst du es, sage ich mal, ich würde nicht sagen relativ stark, aber auf jeden Fall stärker, dass hier ein bisschen was bearbeitet wurde. Aber so nah, gerade bei dem Profilbild, zoomt man eh nie rein und gerade in der Größe, es wird eigentlich sogar noch kleiner sein, das Profilbild dann, ist das vollkommen vertretbar. Ja, und gerade wenn ich es dann auch später drucke, habe ich ja immer noch das Originalbild, da ist es sowieso egal. Es geht ja sowieso erstmal nur um die Online-Präsenz und dafür könnte ich das jetzt an der Stelle, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber finde ich das vollkommen vertretbar.
Ja, es war natürlich die lowste Einstellung. Das kann auch anders aussehen, je nachdem, welche Einstellungen du dann hier wählst. Ja, wenn ich jetzt auf Default oder High gegangen wäre, wären das sicherlich mehr Artefakte entstanden, auch wenn dann die Vergiftung sicherlich noch besser funktioniert hätte. Aber Nightshade hat ja gesagt, es war erfolgreich und da reicht mir das. So, wichtig ist jetzt aber auch noch, gucken wir uns mal die Textdatei an, die dazu kommt. Um den maximalen Effekt zu erreichen, solltest du unbedingt den Poison Tag, ja, den Vergiftungstag, den wir ja hier oben definiert haben, in dem Fall Woman, mit in den Alt-Text von deinem Bild dazu posten. Ja, also eigentlich ist es der, den du dann online definierst, aber du solltest auch auf jeden Fall schon in die Beschreibung von deinem Bild, ja, hier das Ganze dann dazu schreiben. Das mache ich gleich. So, und das wird uns hier auch nochmal angezeigt, welche das war, solltest du das vergessen haben oder schon was ja, jetzt Neues angefangen haben zu shaden und dann steht der Begriff nicht mehr da, steht es auch nochmal hier dazu. Okay, und wichtig ist auch, wenn wir uns mal die Beschreibung angucken, ich mache das Ganze einmal hier auf Umbenennen, ja, dann siehst du Portrait, steht jetzt hier mein Name, das Datum aber hier steht auch Nightshade Intensity Low, also mit was wir das Ganze geshadet haben. Und da ist super wichtig, dass du das hier rausnimmst. Das willst du nicht mehr im Dateinamen stehen haben, und auch nicht dieses V1, ja, weil das natürlich von den Crawlern, die die Bilder erfassen, auch erfasst wird und die dann viel leichter erkennen können, ah ja, das wurde vergiftet, das nehmen wir jetzt mal nicht als Trainingsdatei. Also das solltest du dann definitiv wieder rauslöschen und wie gesagt den Tag mit dazu schreiben, hier Woman, es macht eigentlich keinen Unterschied an welcher Stelle, Hauptsache es ist mit dabei. So, wenn du jetzt aber denkst, du packst es dann mit in deinen Ordner, wo du dann vielleicht auch dein Original mit dabei hast und kannst es dann vielleicht nicht mehr auseinanderhalten, da ein kleiner Tipp, du kannst ja trotzdem, wenn ich nochmal auf Umbenennen gehe, zum Beispiel bei Porträt dann N oder irgendein anderes Kürzel, was dir zeigt, zum Beispiel C mache ich auch sehr gerne, was eigentlich so mein Kürzel für Copyrighted ist, also wo ich dann auch mein Logo hinzugefügt habe. Sowas kannst du dann hinzufügen. Ich bleibe mal bei N, was nicht direkt auf Nightshade hinweist, ja, oder an anderer Stelle sowas hier. Ja, das kann dir dann einen Hinweis geben, dass du das mit dem Original besser auseinanderhalten kannst. Ja? Oder anderes Beispiel noch, du lässt das ganz weg, weil das könnte vielleicht dann auch, gerade wenn du N als Buchstabe nimmst, ja, im Prinzip erfasst werden von den KIs, je nachdem, die entwickeln sich ja auch weiter. Wir wollen es denen ja so schwer wie möglich machen. Kannst du alternativ aber auch einen Ordner erstellen, wie ich es hier gemacht habe. Ich mache mal nochmal einen neuen, nur Nightshade. Ja, und da packst du einfach das Ganze da rein. So, und dann weißt du auch, ah ja, das ist mein geshadetes Bild, dass du das nicht durcheinander bringst. Das nur als kleiner Hinweis. Und die Textdatei kannst du dann einfach löschen. Kommen wir noch zu meinem Fazit zu dem Programm. Fangen wir dabei mit den Nachteilen an. Als erstes das Offensichtlichste. Das Programm erzeugt dir Artefakte in deinem Bild. Ja, du wirst einen Qualitätsverlust bei deinen Bildern erleiden. Das ist leider so. Das wirst du nicht vermeiden können, damit das Ganze geshadet wird, ja, angepasst wird und Änderungen dann auch für die KI enthalten sind in deinem Bild. Aber da kannst du auch sehen, das hält sich in Grenzen. Du kannst das Ganze einstellen, wie ich es dir gezeigt habe, dass es sich nicht so stark auf die Qualität auswirkt. Und hier hast du vor allen Dingen ein Beispiel von einem sehr, sehr komplexen oder sehr schwierigen Bild, sage ich mal, für dieses Programm. Es ist ein sehr minimalistisches Bild. Hast du ein deutlich detailreicheres oder realistischeres Bild wie ein Foto oder eben mit mehr Hintergrunddetails, nicht so vielen ebenen Farbflächen, wird das Ganze viel weniger offensichtlich erscheinen. Blende ich dir hier nochmal ein Beispiel dazu ein. Der zweite größere Nachteil ist natürlich, das Ganze wirkt nur auf Masse. Ja, sprichwörtlich, die Menge macht das Gift. Wenn jetzt nur ich daherkomme und ein Bild hochlade, hat das relativ wenig Einfluss. Ja, wenn das dann irgendwann mal gescraped wird und von einem Modell als Trainingssatz verwendet wird,
hat es jetzt keinen großen Impact. So, aber wie bei allen Dingen, ja, es geht eben darum, dass wir tun können, was wir tun können. Und auf der anderen Seite, wie du gesehen hast, braucht es aber auch nicht so viele Leute, die das Ganze tun und online stellen. Ja, diese 50 Beispiele für einen Tag. Ja, und es ist auch wichtig, das gilt je Tag. Hier zum Beispiel habe ich es jetzt auf Woman, auf Frau, diesen Begriff trainiert. Und das Ganze muss natürlich auch für alle anderen Begriffe erfolgen. Und das sage ich mal sehr wichtige, die häufig von AI-Artists verwendet werden. Und Woman, sage ich mal, ist so ein Begriff, Porträt auch, Roses, ja, sowas, das wird halt häufig verwendet. Das muss halt immer einzeln auch nochmal geuploadet, gescraped und dann darauf trainiert werden. So, aber nochmal, ich kann es immer noch wieder sagen, konzentriere dich auf deinen Einflussbereich. Ja, was kannst du tun, um ja, das Ganze in eine ethische Zukunft zu steuern, um deinen Teil dazu beizutragen. Und fokussiere dich jetzt mal nicht so sehr auf andere, ob die das auch machen. Und es gibt Leute, die das auch machen. Es gibt genug Leute bereits, die das auch machen. Ja, also da ist es nicht so, es ist ähnlich wie bei den Wahlen, ja, wo es dann auch immer heißt, was zählt schon meine Stimme? Sie zählt eben doch, aber gleichzeitig brauchen wir nicht so viele Stimmen wie bei Wahlen, dass das Ganze funktioniert. Ja, wo es diese 5%-Regel gibt, wo dann die einzelnen Parteien in den Bundestag einsteigen können. Nein, so viel braucht es zum Glück nicht. Ja, also einerseits ist vergleichbar mit zum Beispiel Politik, andererseits auch nicht. Aber im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Fokussier dich auf das, was du tun kannst. Und zu shaden bzw. zu wählen ist immer besser, als das Ganze nicht zu tun. Der dritte Nachteil ist, du brauchst in jedem Fall eine gute GPU und auch etwas Zeit, um natürlich diesen Prozess durchzumachen. So, aber einerseits GPU, das hatten wir ja schon, werden jetzt eigentlich alle supported und du brauchst auch nicht die High-End-GPU, um das Ganze umzusetzen. Ja, es geht bereits mit einfachen Laptops, wurde bereits bewiesen, das ist also kein Problem. Und ich denke auch, bevor du ein Bild postest, das hatten wir auch schon kurz, dass du da so 5 bis 10 Minuten investierst, finde ich auch noch vollkommen okay. Vor allen Dingen denke ich auch, ist die Zeit sehr, sehr sinnvoll investiert, wenn wir uns die Vorteile anschauen. Denn wie das Research Paper zeigt, ist Nightshade wirklich vielversprechend. Bereits bei relativ überschaubaren vergifteten Datenmengen, aber wenn wir für diesen 50 Poison Samples ausgehen, können Generationen massiv beeinflusst werden. Und es sind nicht nur 50 Leute, die da Bilder shaden, das werden definitiv mehr sein, sind es bereits jetzt. Und wenn du da noch dazu kommst, dann wird das Ganze natürlich noch besser, ja, oder noch vergifteter in dem Fall. Und vor allem aber ist es endlich etwas, was wir tatsächlich aktiv tun können gegen KI. Ja, das war bisher nicht der Fall. Wir hatten bisher eher nur defensive Tools, wie zum Beispiel Glaze. Das will ich mir auch noch näher anschauen, aber das ging bisher auch noch nicht so gut wegen der CPU-Beschränkung. Aber das war auch ein defensives Tool und eigentlich auch alle anderen Maßnahmen, wie eben das Warten auf Gesetze und so weiter. Wir konnten eigentlich nur still sitzen und zuschauen, was da passiert. Und das ist das Erste, was wir jetzt wirklich aktiv tun können gegen diese Ausbeutung. Also warum sollten wir es nicht nutzen? Auch wenn es bereits Stimmen gibt, die dann sagen, das Ganze funktioniert eh nicht und bla bla bla. Es gibt noch keine ausreichenden Beweise dafür, wie gut es wirklich funktioniert. Aber ich denke immer so, bald ein Funken Hoffnung besteht, dass wir da etwas tun können, ja, dann lass es uns doch tun. Dann lass uns doch hier einschreiten und das Ganze nutzen. Ja, egal, ob es am Ende wirklich 100% wirkt oder nicht, aber wir haben jetzt eine Möglichkeit, wir haben eine Chance auf Besserung. Also nutzt das Tool, kann ich nur empfehlen. Ja, das ist wirklich die erste richtige Möglichkeit, mit der wir selbst als Artists unsere Stimme erheben können, und zwar in aktiver Form. Also, wir haben definiert, KI wird auf jeden Fall bestehen bleiben in der ein oder anderen Form. Wir können es jetzt bestimmen, dass es die bessere Form annimmt, die ethische Form, aber es wird eben bestehen bleiben. So, und was du da eben tun kannst, um trotz KI, sage ich mal, deine Existenz als Digital Artist oder auch normaler Artist zu sichern, dazu habe ich bereits hier ebenfalls eine Videoreihe erstellt. Schau da unbedingt einmal rein. Und ansonsten gilt wie immer,
bleib kreativ und bis bald.